Hollywood. Eine Stadt, von der Millionen träumen. Ein unbeschwertes, luxuriöses Leben. Der amerikanische Traum. Viele sehen Hollywood als eine Welt, in der Träume wahr werden, in der das Leben zu einem Märchen wird. Eine dieser Träumerinnen ist die Protagonistin der heutigen Geschichte. Sie hat ihre Heimatstadt Kiew verlassen und ist auf einen anderen Kontinent gereist, um ihren Traum zu verfolgen. Die Bereitschaft, alles für ein neues Leben aufzugeben, das ist bereits eine bewundernswerte Tat. Doch manchmal kann der Weg zum Traum zu einer echten Tragödie werden. Im Jahr 2014 beschloss die 28-jährige Jana Kasyan, ihr Glück zu versuchen und nach Amerika zu ziehen. Sie wollte alles tun, um ihr Leben zu ändern. Mit einem Jurastudium im Rücken und einem Job beim Finanzamt hatte sie das Gefühl, dass sie mehr wollte als nur diese ganze Routine. Jana träumte von einem großen, schönen Leben, von einer Karriere als Model, von einem luxuriösen Haus mit Meerblick und einem guten Ehemann, mit dem sie eine Familie gründen konnte. Amerika, insbesondere Los Angeles, schien der Ort zu sein, an dem ihre Träume wahr werden konnten. In Amerika fand Jana schnell eine Stelle in der Werbebranche. Bei einer Arbeitsveranstaltung lernte sie den 33-jährigen Blake Leibel kennen, einen erfolgreichen und charmanten Mann, der sofort ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Ihrer Meinung nach war er äußerlich genau der Prinz auf dem weißen Pferd, von dem sie immer geträumt hatte. Ihr erstes Gespräch entwickelte sich schnell zu etwas Größerem und Jana beschloss, dass ihr Traum wahr zu werden begann. Das sonnige Los Angeles, ein prestigeträchtiger Job und der Mann ihrer Träume an ihrer Seite, alles, was sie sich jemals gewünscht hatte. Ihre Zuversicht bei der Wahl ihres Partners wurde durch die Tatsache bestärkt, dass Blake ein recht wohlhabender Mann war. Er wurde am 8. Mai 1981 in Kanada als Sohn des Milliardärs Lorne Leibel geboren. Sein Vater war ein berühmter Segler und nahm 1976 sogar für das kanadische Team an den Olympischen Spielen teil. Es war ein Mann mit eisernem Willen und einem echten Siegeswillen. Lorne hatte sein Vermögen durch den Aufbau eines Bauunternehmens gemacht und konnte seinen Söhnen ein sorgenfreies Leben ermöglichen. In der Familie Leibel gab es 2 Söhne, den älteren Cody und den jüngeren Blake. Cody trat in die Fußstapfen seines Vaters und führte das Familienunternehmen weiter, während Blake beschloss, seinen Weg in der Kunst zu suchen. Er wollte nicht im Büro sitzen und Routineaufgaben erledigen. Er zog in die USA, um Regie zu führen, Drehbücher für Filme zu schreiben und an Comics zu arbeiten. Es zog ihn zum kreativen Schaffen, zu etwas Ungewöhnlichem. Eines der bekanntesten Projekte Leibels wurde der Graphic Novel Syndrom. Eine ziemlich düstere und ungewöhnliche Geschichte, die dennoch dank ihrer dunklen Handlung und unkonventionellen Ideen die Sympathien der Fans gewann. Doch wirklich große Popularität erlangte dieser Comic erst nach den schrecklichen Ereignissen des Jahres 2016, die das Leben vieler Menschen zerstörten. Diese Ereignisse sind so grauenhaft, dass sie zum Nachdenken darüber anregen, wo Fiktion endet und Realität beginnt. Aber der Reihe nach. Janas Fall sorgte für sehr viel Aufsehen und diese Geschichte unterstreicht, wie wichtig es ist, nahestehende Menschen und Bekannte an seiner Seite zu haben, denn in vielen Situationen kann der Austausch mit den Liebsten zur Rettung werden. Umso mehr hätte dies in Janas Situation helfen können. Nach dem Kennenlernen mit Blake gab es fast sofort beunruhigende Anzeichen. Jana erfuhr, dass er verheiratet war und bereits ein Kind hatte. Gelinde gesagt war sie schockiert, aber sie beschloss, ihm sofort ein Ultimatum zu stellen. Sie würde keine Beziehung mit einem verheirateten Mann eingehen. Blake versicherte ihr, dass seine Ehe schon lange zerbrochen sei und er und seine Frau Amanda sich mitten in der Scheidung befänden. Er sprach davon, dass ihre Beziehung längst ausgedient habe und sie sich mittlerweile fremd seien. Jana glaubte ihm. Obwohl Amanda zu dieser Zeit Blakes zweites Kind erwartete, wirkten seine Erklärungen auf sie überzeugend und Jana beschloss, dieser Beziehung eine Chance zu geben, denn sie hatte bereits begonnen, von einer gemeinsamen Zukunft mit diesem Mann zu träumen. Das Paar war glücklich. Jana war wie ein Schmetterling, der in den Strahlen der Liebe schwebte, und Blake umgab sie mit Fürsorge und gab ihr alles, was sie brauchte. Man sah sie auf gesellschaftlichen Veranstaltungen, ihre Fotos tauchten in den sozialen Netzwerken auf. Sie wirkten absolut glücklich.
Die Familie ließ sich in Blakes geräumiger Wohnung in Hollywood nieder, und ein Jahr nach Beginn ihrer stürmischen Romanze wurde Jana schwanger. Blake hätte sie am liebsten mit Samthandschuhen angefasst, und es schien, als wäre das wahre Glück. Jana konnte einfach nicht glauben, was da geschah. Sie sonnte sich in seiner Fürsorge und Aufmerksamkeit. Doch dieses Glück währte nicht lange. Seit der Geburt ihrer Tochter begann sich alles schlagartig zu ändern. Am 3. Mai 2016 brachte Jana eine Tochter zur Welt, die sie Diana nannten. Es war ein lang ersehnter Moment, und Janas Mutter Olga kam dem glücklichen Paar zu Hilfe, um bei der Pflege ihrer neugeborenen Enkelin zu helfen. Anfangs lief wirklich alles gut. Jana und Blake genossen ihren neuen Status als Eltern. Es schien, als lägen nur freudige Momente vor ihnen. Doch schon bald änderte sich Blakes Verhalten schlagartig. Er verlangte nach intimer Nähe, obwohl die Ärzte dies in den ersten Wochen nach der Geburt untersagt hatten. Jana weigerte sich, und darauf reagierte Blake aggressiv. Er machte ihr Vorwürfe, dass sich ihre ganze Aufmerksamkeit nun auf das Kind und nicht auf ihn richte. Er war eifersüchtig auf seine eigene Tochter, und das wurde immer deutlicher. Wie Liebe und Fürsorge in so kurzer Zeit in Aggression und Eifersucht umschlagen konnten, blieb für Janas Umfeld unbegreiflich. Am 20. Mai geschah etwas sehr Seltsames. Blake wurde wegen eines Sexualdelikts an seiner Geliebten Constance Baccavour angeklagt. Was dann folgte, war ein Albtraum für Jana. Natürlich war es ein Schock. Blake leugnete alles und flehte Jana an, für ihn Kaution zu stellen. Er versicherte ihr, dass es sich nur um ein Missverständnis handele, dass man ihm eine Falle gestellt habe. Jana hatte zwar Zweifel, beschloss aber, ihn zu unterstützen und stellte die Kaution, damit er freigelassen wurde. Doch danach wurde ihr klar, dass die Situation völlig außer Kontrolle geriet. Sie brauchte dringend eine Auszeit und zog zusammen mit der kleinen Diana zu ihrer Mutter in eine andere Wohnung. Sie hoffte, dass die Trennung ihnen beiden helfen würde, die Geschehnisse zu verarbeiten und sich ein wenig zu beruhigen. Nur wenige Tage später, am 24. Mai, als die kleine Diana gerade einmal 3 Wochen alt war, gingen Jana und ihre Mutter Olga einkaufen, um alles Notwendige für das Kind zu besorgen. Das Mädchen brauchte einen neuen Kinderwagen. In diesem Moment erhielt Jana eine Nachricht von Blake, und Olga erkannte sofort an ihrem Gesichtsausdruck, dass etwas Schlimmes war. In der Nachricht bat Blake Jana, zu ihm zu kommen, um ihre Beziehung zu besprechen und zu versuchen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Jana beschloss, dass es sich lohnte, sich doch zu treffen und zu reden, und bat ihre Mutter, nach Hause zurückzukehren, während sie selbst zusammen mit Diana zu Blake in seine Wohnung in West Hollywood fuhr. Zu ihrem großen Bedauern war dies das letzte Mal, dass Olga ihre Tochter lebend sah. Am Abend desselben Tages wandte sie sich an die Polizei, da Jana nicht mehr auf Anrufe und Nachrichten reagierte. Das war für sie untypisch. Olga versuchte vergeblich, ihre Tochter zu erreichen. Die Polizeibeamten kamen zu Blakes Wohnung, klopften an die Tür, erhielten jedoch keine Antwort und hörten keine Anzeichen von Unruhe, sodass sie unverrichteter Dinge wieder gingen. Der verzweifelten Olga erklärten sie, dass sie keinen Grund sehen, in die Privatwohnung einzudringen, da es weder Geräusche noch andere Anzeichen von Gewalt gab. Auf ihre tränenreichen Bitten, ihr bei der Suche nach ihrer Tochter zu helfen, zuckten die Beamten nur mit den Schultern. Am nächsten Tag begab sich Olga selbst zu Blakes Haus und sah seine Silhouette im Fenster der Wohnung. Sie begann zu klopfen und zu schreien, um ihn zu rufen, doch Blake schloss einfach das Fenster und ignorierte alle ihre Bitten. Sie stand vor dem Tor, ihre Verzweiflung war für alle sichtbar, und einer der Bewohner des Hauses hatte Mitleid und öffnete ihr das Tor, um sie auf das Grundstück zu lassen. Als sie sich der Wohnung näherte, hörte Olga Janas leises Stöhnen hinter der Tür. Sie versuchte, Blake zu erreichen, aber alles war vergeblich. Am 26. Mai kam die Polizei auf Olgas Bitte hin erneut. Zu diesem Zeitpunkt waren seit Janas Verschwinden bereits 3 Tage vergangen und die Beamten begannen endlich ernsthaft zu ermitteln. Sie baten den Hausverwalter, die Eingangstür der Wohnung zu öffnen. Es stellte sich heraus, dass die Tür nicht nur mit einem Schlüssel verschlossen war, sondern zusätzlich von Blake von innen verbarrikadiert worden war. Als sie die Wohnung betraten, herrschte dort ein wahrer Albtraum. Blut war überall, an den Wänden, auf dem Boden, auf den Möbeln,
als wäre alles um sie herum zum stummen Zeugen einer schrecklichen Tragödie geworden. Nachdem sie die Türen aus den Angeln gehoben hatten, betraten die Polizeibeamten das Schlafzimmer und was sie dort sahen, ließ ihre Herzen erstarren. Blake wirkte kalt und gleichgültig, als wäre alles, was geschah, ein ganz normaler Tag. Vor ihm lag auf der blutbefleckten Matratze die enthauptete Leiche von Jana. Ihr Kopf lag etwas abseits. Nicht weit davon entfernt stand im Zimmer ein Kinderbett, und darin schlief die kleine Diana friedlich vor dem Hintergrund dieses düsteren Albtraums. Blake stand daneben mit völlig ausdruckslosem Gesicht und antwortete auf die Frage der Beamten nur: „Ich habe es getan." Blake wurde verhaftet. Die Ermittlungen begannen. Das Gutachten des Gerichtsmediziners ergab, dass Jana an den Folgen eines stumpfen Schädeltraumas und Blutverlusts gestorben war. Doch dieser Tod war nicht nur grausam, er war unvorstellbar qualvoll. Blake hatte sie nicht einfach nur getötet. Er hatte ihre letzten Stunden in eine wahre Hölle verwandelt. Er schlug sie, biss sie, schnitt sie. Die Qualen und die Angst erreichten ihren Höhepunkt. Über mehrere Stunden hinweg erlitt Jana unmenschliche Qualen, während Blake ihr Schritt für Schritt langsam das Leben nahm. Das Schrecklichste daran war, dass sie die ganze Zeit bei Bewusstsein war. Einige Teile ihres Körpers, darunter ein abgeschnittenes Ohr, wurden später in einem Müllcontainer auf dem Grundstück des Hauses gefunden, als wäre sie nur Müll, den man wegwerfen kann. Ihre Qualen dauerten 6 oder sogar 8 Stunden, bevor ihr Leben endete. Es war nicht einfach nur der Tod, es war eine stundenlange Folter, die sich in die Länge zog und mit jeder Stunde schrecklicher wurde. Nachdem dieser Fall bekannt wurde, fiel vielen auf, dass all diese schrecklichen Ereignisse eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Verbrechen und den Ereignissen hatten, die in Blakes Comic Syndrom beschrieben wurden. Auf einer der Illustrationen war der Körper einer Frau abgebildet, der genau so lag wie Janas Körper. In einer der Episoden des Comics wurde eine Szene beschrieben, in der das Opfer schrecklichen Folterungen ausgesetzt wurde, die es bis an die Grenzen des Erträglichen trieben. Auf dem Cover einer der Ausgaben war ein Säugling mit düsteren und beunruhigenden Details abgebildet, die einen erschaudern lassen. All dies hat Blake in seinem albtraumhaften Verbrechen zum Leben erweckt, als wolle er die Grenze zwischen seinen dunklen Fantasien und der Realität verwischen. Diese Parallelen wirkten erschreckend und warfen zwangsläufig die Frage auf, was in seinem Kopf vorging. Blut, Folter, entstellte Körper. All das wurde Teil seiner verzerrten Realität und machte einem das Grauen bewusst, wozu ein Mensch fähig ist, wenn dunkle Wünsche aus dem Ruder laufen. Wie ich bereits sagte. Als die Polizei in das Zimmer stürmte und diesen ganzen Albtraum sah, stand Blake emotionslos neben dem Bett, als wäre das Geschehen für ihn etwas Alltägliches. Das war zugleich verblüffend und erschreckend. Niemand konnte verstehen, wie ein Mensch, der so fürsorglich und liebevoll wirkte, ein so grausames Verbrechen begehen konnte. Die Gerichtsverfahren gegen den Mörder endeten erst nach 2 Jahren. Seine Anwälte wählten die einzig mögliche Verteidigungstaktik. Sie versuchten zu beweisen, dass Blake unzurechnungsfähig war, dass er an einer psychischen Störung litt, doch das Gutachten bewies das Gegenteil. Blake war bei vollem Bewusstsein. Er wusste, was er tat und zeigte keine Anzeichen einer psychischen Erkrankung. Während der Vorführung von Fotos vom Tatort und der Verlesung des Gutachtens verlor Janas Mutter Olga mehrmals das Bewusstsein. Die Geschworenen verließen den Gerichtssaal unfähig, ihre Tränen zurückzuhalten. Im Jahr 2018 wurde Blake zu lebenslanger Haft verurteilt. Ohne Anspruch auf vorzeitige Bewährung wird er den Rest seines Lebens in einem Gefängnis im Bundesstaat Kalifornien verbringen. Lebenslange Haft, er wird sein ganzes Leben im Gefängnis verbringen und dort sterben. Für Blake wird es keine Rückkehr in ein normales Leben mehr geben, trotz des dunklen Flecks, der auf den Ruf der Familie geworfen wurde. Der Vater nimmt gerne an Segelturns auf seinen Yachten teil und der ältere Bruder genießt weiterhin das unbeschwerte Leben eines Erben eines millionenschweren Vermögens. Die Vormundschaft für Diana hat ihre Großmutter Olga übernommen. Das Mädchen ist mittlerweile 7 Jahre alt und lebt zusammen mit ihrer Großmutter in Kiew. Olga bemüht sich, ihrer Enkelin alles zu bieten, was sie braucht, und sie vor schrecklichen Erinnerungen zu schützen. Der Name Blake Leibel wird in dieser Familie für immer tabu bleiben, und niemand möchte daran denken, dass er einmal Teil ihres Lebens war.
Im Jahr 2019 reichte Olga vor einem Zivilgericht in Amerika eine Klage auf Schmerzensgeld im Zusammenhang mit dem Mord an Jana ein. Die Klage in Höhe von 42 Millionen Dollar wurde stattgegeben, doch die Betroffenen haben nie Geld gesehen. Nach US-amerikanischem Recht hätte Diana eine ansehnliche staatliche Unterstützung erhalten können, wenn sie im Land gelebt hätte. Doch Olga beschloss, dass sie nicht in einem fremden Land bleiben wollte, in dem ihre Tochter einen so schrecklichen Tod erlitten hatte. Sie kehrte nach Kiew zurück, wo sie ihre Enkelin großzieht und sie mit Liebe und Fürsorge umgibt. Jeden Tag schaut Olga die kleine Diana an und sieht in ihr ihre verlorene Tochter. Sie erinnert sich an Janas strahlendes Lächeln, an ihre Träume vom Glück, und ihr Herz zieht sich vor Schmerz zusammen. Doch trotz allem, was sie durchmachen musste, tut Olga alles, damit ihre Enkelin in Liebe und Fürsorge aufwächst. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Was Sie gerade auf dem Bildschirm sehen, wirkt auf den ersten Blick wie eine ganz normale Szene aus dem Leben eines Paares. Ein Mann und eine Frau sitzen in einem Restaurant. Zwischen ihnen sind Gesten der Zuneigung und Zärtlichkeit zu sehen. Doch damals ahnte kaum jemand, dass diese Aufnahmen von einem Privatermittler gemacht wurden, den der Ehemann dieser Frau engagiert hatte. Heute haben wir eine Geschichte aus Brasilien. Die Geschichte der Familie Machado. Thales Naves Alves. Machado wurde 1985 in Brasilien geboren und war von Beruf Rechtsanwalt. Noch ganz jung lernte er Sara Tinoia Araújo kennen. Sie war die Tochter eines Mannes namens Johnny Araújo, einer bekannten Persönlichkeit im gesellschaftlichen Leben von Itumbiara, einer Stadt im Zentrum des Landes. Nach und nach lernten sich die jungen Leute besser kennen und begannen eine romantische Beziehung. Mit der Zeit festigte sich diese und führte schließlich zur Heirat. In der Ehe wurden ihnen 2 Söhne geboren, Miguel und 4 Jahre später Venicio. Die Brüder wuchsen in einer Familie auf, die zumindest nach außen hin sehr stabil wirkte. Gemeinsam besuchten sie Feste und alltägliche Veranstaltungen. Außerdem machten sie viele Familienfotos und veröffentlichten diese in den sozialen Netzwerken. Darüber hinaus nahm Johnny einen wichtigen Platz in ihrem Leben ein. Wie ich bereits erwähnt habe, war er ein sehr bekannter Politiker in der Stadt. Thales beschloss, in die Fußstapfen seines Schwiegervaters zu treten. Schließlich trat er in die Stadtverwaltung ein und begann als Sekretär in dem Team zu arbeiten, das von Johnny Araújo geleitet wurde. So begannen sich Privatleben und öffentliches Leben eng zu verflechten, und es schien, als hätte die Familie eine sehr gute Zukunft vor sich. In seiner Position in der Stadtverwaltung wirkte Thales aktiv und sehr engagiert. Viele äußerten sich positiv über ihn, was in der heutigen Politik selten vorkommt. In den sozialen Netzwerken pflegte die Familie das Bild einer engen Verbundenheit und eines ruhigen, normalen Lebens. Bei offiziellen Anlässen traten sie zu viert auf, lächelten und tauschten sich mit anderen Politikern und Einwohnern der Stadt aus, weshalb man sie in der Stadt gut kannte. Thales war ein ganz normaler Mensch mit seinen eigenen Interessen. Zum Beispiel war er ein begeisterter Fan eines der beliebtesten Fußballvereine Brasiliens. Es war ganz normal, ihn auf Fotos mit seinen Söhnen in Trikots seiner Lieblingsmannschaft und manchmal auch bei Ausflügen zum legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro zu sehen. Und Sarah begleitete ihren Mann nicht nur zu offiziellen Anlässen, sondern war selbst geschäftlich tätig, war Unternehmerin und leitete mehrere Projekte. In ihren sozialen Netzwerken teilte sie Informationen über all ihre Unternehmungen. Sie hatte ein Geschäft für maßgefertigte Möbel, eine Firma für Innenarchitektur und einen Kosmetikladen. Sie war eine lokale Influencerin, die in der Stadt recht bekannt war. Das Kosmetikgeschäft wurde einige Zeit zuvor in einem bekannten Einkaufszentrum der Stadt eröffnet, in einem Komplex, den Thales seit mehreren Jahren leitete. Darüber hinaus hatte Sarah auch eigene Hobbys. Sie nahm an Bach-Tennis-Wettbewerben teil und betrieb andere Sportarten. Das war ein Teil ihres Lebens, der ihr Freude bereitete, unabhängig vom Geschäft und der Öffentlichkeit ihres Vaters und ihres Mannes. Zu Beginn der 2. Februarwoche 2026, nur wenige Tage vor den Ereignissen, von denen ich heute spreche, wurde Thales in den sozialen Netzwerken plötzlich sehr aktiv.
Seine Beiträge, die sich normalerweise um die Familie und die Liebe zu seinen Kindern und seiner Frau drehten, tauchten immer häufiger auf. Zunächst veröffentlichte er ein Video, in dem er sagte, dass für ihn die Familie das Wichtigste im Leben sei. Kurz darauf postete er ein Bild, das mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt worden war. Darauf war er zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen zu sehen. Alle lächelten und umarmten sich. Im Text zu diesem Bild versicherte er, dass seine Geschichte, sein Leben und seine Gefühle immer mit seiner geliebten Itumbiara verbunden waren. So veröffentlichte Thales zwischen dem Abend des 11. und dem frühen Morgen des 12., genau an dem Tag, an dem er 40 Jahre alt wurde, erneut einen Beitrag, diesmal mit einem Foto seiner Söhne. Auf dem Foto war einer der Jungen bei einem Kampfsportkurs zu sehen, während der andere auf seinem Schoß saß und malte. Auch dieser Beitrag handelte wieder von der Liebe, die er für sie empfand. Doch wenige Stunden später änderte sich der Ton seiner Beiträge völlig. Er veröffentlichte einen ziemlich langen Text, sehr emotional und angespannt. Es war offensichtlich, dass er eine schwere innere Krise durchlebte. Der Text wirkte wirr und widersprüchlich. Er sprang von Vorwürfen zu Rechtfertigungen und dann zu Abschiedsworten. Er sprach auch von Verrat und von einer vermeintlichen Täuschung seitens Sarahs. Er behauptete, dass er 15 Jahre lang versucht habe, die Harmonie in der Ehe zu bewahren und dass sie seiner Meinung nach bereits eine Grenze überschritten hätten, hinter der es kein Zurück mehr gebe. Im selben Text erklärte er, dass Sarah nach Sao Paulo gereist sei, um sich mit einem anderen Mann zu treffen. Seinen Worten zufolge sei sie nach dieser Reise eine andere Person geworden und habe sich sehr von ihm entfernt. Sie versuchten zu reden und den Respekt zu wahren, bevor es zur endgültigen Trennung kam, doch er schrieb, dass sie ihm nicht zuhöre. Im selben Text drückte er großen Respekt gegenüber seinem Schwiegervater aus und gestand, dass er sich wegen der Geschehnisse schäme. Er bat auch seine Familie und Freunde um Verzeihung und verabschiedete sich. Dann nahm der Beitrag eine endgültige, schreckliche Wendung. In diesem Beitrag kündigte Thales an, seinen Söhnen, die er als seine Engel bezeichnete, das Leben zu nehmen und anschließend sich selbst das Leben zu nehmen. Das war keine symbolische Formulierung und auch nicht zweideutig. Es war eine direkte Erklärung dessen, was er vorhatte. Einige Verwandte und Freunde sahen den Beitrag fast sofort. Wie man sich vorstellen kann, versuchten sie sofort, ihn zu erreichen, riefen an, schrieben Nachrichten. Sie versuchten mit allen Mitteln, ihn zu erreichen, aber es kam keine Antwort. Ihre schlimmsten Befürchtungen schienen sich bereits bewahrheitet zu haben, und weil er sich nicht meldete, fuhren einige Verwandte zu der Wohnanlage, in der die Familie lebte. Jede Minute zählte, denn sie wussten, wenn er diese Entscheidung getroffen hatte, konnte jede Verzögerung über Leben und Tod entscheiden. Als sie ankamen, bestätigten sich ihre schlimmsten Befürchtungen. Thales wurde auf dem Bett gefunden, mit einer Schusswaffe auf der Brust liegend. Er hatte sich das Leben genommen. Bei den Söhnen war die Lage nicht weniger kritisch. Es war sofortige Hilfe nötig. Und im Fall des älteren Miguel kam sie zu spät. Wenige Minuten, nachdem die Verwandten von Thales in der Wohnung waren, trafen die Rettungskräfte ein. Sie stellten fest, dass sowohl der Mann als auch Miguel keine Lebenszeichen mehr zeigten. Miguel war erst 12 Jahre alt, doch bei dem 8-jährigen Vinicio war die Lage anders. Er hatte Schussverletzungen am Kopf, aber sein Puls war noch vorhanden. Er wurde sofort ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Sein Zustand war jedoch äußerst kritisch. Kurz nachdem Vinicio ins Krankenhaus gebracht worden war, betraten Polizeibeamte die Wohnung. Auch Kriminaltechniker trafen am Tatort ein. Sie sperrten das Gelände ab und begannen mit allen notwendigen technischen Maßnahmen im Inneren der Wohnung. Alle Räume wurden sorgfältig dokumentiert, fotografiert und jedes Detail festgehalten. Im Laufe der Arbeit bestätigte sich, was bereits klar war. Thales hatte sich das Leben genommen und versucht, auch seinen beiden Söhnen das Leben zu nehmen. Es gab jedoch einen Umstand, der das Bild noch beunruhigender machte. In der Wohnung roch es stark nach Benzin. Die Rettungskräfte fanden schnell 2 leere 5-Liter-Kanister. Alles deutete darauf hin, dass der Kraftstoff vor dem Angriff in der Wohnung verschüttet worden war. Offenbar wollte Thales die Wohnung in Brand setzen, möglicherweise um Spuren zu vernichten. Zur Erinnerung: Die Waffe wurde auf seiner Brust gefunden und daher zur ballistischen Untersuchung sichergestellt.
Außerdem wurden verschiedene elektronische Geräte beschlagnahmt und die Polizei brachte noch einige weitere Gegenstände aus der Wohnung zur Analyse mit. Gleichzeitig wurde offiziell eine Untersuchung eingeleitet, um die letzten Stunden im Leben des Mannes minutengenau zu rekonstruieren und festzustellen, welche Faktoren zu dieser Tragödie geführt haben. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurden die Leichen von Thales und seinem Sohn aus der Wohnung gebracht. Wie so oft verbreitete sich die Nachricht sehr schnell und das Ereignis erregte sofort großes Medieninteresse. Soziale Netzwerke, Fernsehen, Printmedien, digitale Portale, alle veröffentlichten erste Berichte über das Geschehene. Und es ging nicht mehr nur um das Verbrechen selbst, es ging um eine Familie, die in der lokalen Politik sehr präsent war, um 2 Jungen und um einen Mann, der in den sozialen Netzwerken wie ein idealer Vater und ein idealer Ehemann wirkte. Während die Ermittlungen weitergingen, liefen die offiziellen Verfahren ihren Gang und die Körper wurden der Familie übergeben, damit sie sich verabschieden konnte. Alles deutete darauf hin, dass Thales alles allein geplant und ausgeführt hatte. Zu diesem Zeitpunkt war die Stadt praktisch gelähmt, nicht nur wegen der Grausamkeit des Geschehens, sondern auch wegen der Verzweiflung der Angehörigen von Miguel und Vinicio. Natürlich dachten viele auch an die Mutter der Jungen, daran, was sie empfand und wie sie diese Nachricht erfahren hatte. Zudem veröffentlichte die Schule, die Miguel besuchte, eine Erklärung, in der sie ihr Bedauern über den Tod des Schülers zum Ausdruck brachte. Unterdessen begann sich die öffentliche Diskussion auf andere Fragen zu verlagern. Zum Beispiel, wie es zu einer derart schweren psychischen Instabilität bei diesem Mann kommen konnte und was man hätte tun können, um ein so schreckliches Ende zu verhindern. In den Medien tauchten zudem verwirrende und widersprüchliche Meldungen über Vinicius Zustand auf. Zunächst erklärte die Polizei, dass beide Jungen ums Leben gekommen seien, distanzierte sich dann aber von dieser Version. Die einen sagten, Vinicio sei bereits tot, andere behaupteten, er lebe noch. Später teilten offizielle Vertreter mit, dass Vinicio gerettet worden sei, um die Spannung abzubauen und die Situation zu klären. Er habe medizinische Notfallversorgung erhalten und nun beobachteten die Ärzte, wie sich sein Zustand weiterentwickle. Zudem musste die Familie eine Welle von Verwirrung und Gerüchten durchstehen, die sich um Johnny, den Großvater der Jungen und Schwiegervater von Thales, rankten. Wie wir bereits wissen, war er eine bekannte politische Persönlichkeit. Einige behaupteten, er habe einen Herzinfarkt erlitten, als er von der Tragödie erfuhr. Andere sagten, er habe sich selbst Verletzungen zugefügt oder befinde sich sogar im Krankenhaus. Dies verstärkte natürlich die allgemeine Unruhe und führte zu noch mehr Gerüchten. Später wurde jedoch klargestellt, dass es Johnny gut geht und nichts davon eingetreten ist. Ein weiterer Punkt, der damals zahlreiche Spekulationen auslöste, war ein Beitrag von Thales, der wie ein Abschiedsbrief wirkte. Die Leute begannen, nach versteckten Bedeutungen zu suchen und buchstäblich jedes Wort, das er in seinen sozialen Netzwerken schrieb, zu analysieren. Als die Verwandten von Thales sahen, welche Aufmerksamkeit dieser Text auf sich zog, löschten sie den Beitrag bereits nach der Tragödie von seiner Seite. Doch zu diesem Zeitpunkt hatten viele bereits Screenshots gemacht und der Beitrag war bereits weit verbreitet. Gleichzeitig fragten sich viele, wo ist Sarah und was ist mit ihr? Es wurde bestätigt, dass sie zum Zeitpunkt der Ereignisse nicht zu Hause war und fast sofort hagelte es Angriffe gegen sie in den sozialen Netzwerken. Zur Erinnerung, in seinem Text behauptete Thales, dass sie ihn betrogen habe und dass genau deshalb ihre Ehe gescheitert sei. Im Netz wirkte er wie ein gütiger, liebevoller Vater. Und deshalb begannen viele Menschen automatisch, Sarah zu beschuldigen, in der Annahme, sie habe eine Affäre gehabt. Die Situation verschärfte sich noch weiter, als sich vor dem Hintergrund des Informationschaos Videos verbreiteten, auf denen Sarah mit einem anderen Mann zu sehen war. Auf dem ersten waren sie auf einer Straße in Sao Paulo zu sehen. Sie gingen Hand in Hand. Auf dem zweiten saßen sie in einem teuren Restaurant. Und Sarahs Verhalten wirkte gegenüber diesem unbekannten Mann eindeutig romantisch. Laut einer Reihe von Social-Media-Konten soll dieses Material von einem Ermittler stammen, den Thales engagiert hatte. Vermutlich hatte er Sarahs Reisen in diese Stadt verfolgt. Die Veröffentlichung des Videos verstärkte die Diskussion über ein mögliches Motiv und schürte die Spekulationen über Eifersucht und Untreue noch weiter. Doch etwas anderes wurde deutlich.
Innerhalb weniger Stunden verbreiteten sich diese Aufnahmen ohne Kontext und wurden zur Grundlage für Vermutungen, Anschuldigungen und Streitigkeiten. Während all dies geschah, fand im Haus seines Großvaters die Abschiednahme von Miguel statt. Dies war ein Moment, der die Stadt zutiefst erschütterte, aber gleichzeitig Fragen über den Zustand des Großvaters selbst auslöste. Johnny kam zur Trauerfeier, wirkte dort gefasst, und viele Nachbarn kamen herbei, um ihn und seine Familie zu unterstützen. Einige von Miguels Klassenkameraden waren gekommen. Sie trugen weiße T-Shirts, auf denen der Name des Jungen aufgedruckt war. Der Sarg wurde für einige Minuten offen gelassen, damit enge Freunde sich verabschieden konnten. Danach begab sich der Trauerzug zum örtlichen Friedhof. Auf dem Weg gab es Kränze, Gebete und eine sehr bedrückende Atmosphäre. Auf dem Friedhof beugte sich Sarah, sichtlich erschüttert, über den Sarg ihres Sohnes, während ihr Vater die ganze Zeit an ihrer Seite war und sie stützte. Doch die Zeremonie verlief nicht ohne Zwischenfall. Noch bevor die Beerdigung zu Ende war, musste Sarah gehen, weil Drohungen und Beleidigungen gegen sie laut wurden. Später wurde bekannt, dass die Familie von Thales ihn ebenfalls einige Stunden zuvor beerdigt hatte, allerdings so still wie möglich und ohne öffentliche Aufmerksamkeit. Nachdem man sich von Miguel verabschiedet hatte, begannen viele der Familie nahestehende Menschen, sich zu äußern und ihre Meinung zu dem Geschehenen zu teilen. Viele konnten sich nicht erklären, was passiert sein könnte, denn, wie sie in den sozialen Netzwerken sagten, wirkten sie glücklich und sehr harmonisch. Zwischen ihnen herrschte großes gegenseitiges Verständnis und es waren keine Probleme zu erkennen. Doch es stellte sich heraus, dass das Paar bereits getrennt lebte. Thales und Sarah lebten seit den letzten Monaten des Jahres 2025 nicht mehr zusammen. Außerdem wurde bekannt, dass die Jungen bei ihm in dieser Wohnung waren, da es Tage waren, an denen sie gemäß einer Vereinbarung Zeit mit ihrem Vater verbringen sollten. Und während sich in den sozialen Netzwerken die Spekulationen häuften, befand sich Vinicio weiterhin in einem kritischen Zustand. Zu dieser Zeit verbreitete sich die inoffizielle Information, dass im Krankenhaus das Protokoll zur Feststellung des irreversiblen Hirntods angewendet worden sei. Dies ist ein Verfahren, das laut Gesetz nur unter strikter Einhaltung medizinischer und rechtlicher Anforderungen durchgeführt wird. Allein die Tatsache, dass ein solches Protokoll eingeleitet wurde, unterstrich die extreme Schwere seines Zustands und verstärkte die Besorgnis der Menschen, die täglich die Nachrichten verfolgten. Schließlich wurde zwischen Freitag und Samstag, dem 14. Februar 2026, der Tod von Vinicio bestätigt. Diese Geschichte war umso erschütternder, als 2 Jungen ums Leben gekommen waren. Eine ganze Gemeinschaft stellte sich immer wieder dieselbe Frage. Hätte man das verhindern können? Für viele waren die Anzeichen offensichtlich, doch selbst das reichte nicht aus und der Schlag traf nicht nur die Justiz oder die Polizei. Viele begannen, Sarah als mitverantwortlich zu bezeichnen und verbanden automatisch dieses Video und die Fotos, den Beitrag von Thales und schließlich das Grauen, das er seinen Söhnen zugefügt hatte. Sarah, ihre Familie und Freunde wiesen diese Version zurück und selbst die Verwandten von Thales stimmten ihr nicht zu. Sie sagten, man dürfe die Schuld nicht auf andere abwälzen und der einzige Schuldige sei derjenige, der die Tat begangen habe. Außerdem war das Paar, wie bereits erwähnt, seit einigen Monaten getrennt. Selbst wenn Sarah tatsächlich mit dem Mann auf dem Foto zusammen war, bedeutete dies also keinen Seitensprung. Es wurde auch betont, dass selbst ein vermeintlicher Seitensprung keine Rechtfertigung für den Mord an 2 Minderjährigen sein könne. Vor diesem Hintergrund schalteten sich einige Experten für psychische Gesundheit in die Diskussion ein, um eine professionellere Sichtweise einzubringen und die Debatte von vereinfachenden Schlussfolgerungen abzulenken. Nach ihrer Einschätzung könnte das Verhalten von Thales eine tiefe emotionale Instabilität widerspiegeln, sowie Merkmale, die mit einer schmerzhaften Wahrnehmung von Ablehnung und Demütigung sowie der Unfähigkeit, Enttäuschungen zu ertragen, verbunden sind. In solchen Fällen, so erklären sie, versucht eine Person, den Partner emotional zu verletzen, indem sie die Kinder als Instrument der Rache benutzt. Und sie betonen das Wesentliche. Keine Handlung von Sarah könnte die Tötung ihrer eigenen Kinder rechtfertigen. Letztendlich ist Thales nicht mehr da, die Jungen auch nicht. Und nur diese 3 hätten genau rekonstruieren können, was an jenem Abend und in jener Nacht im Haus geschah. Wir können nur eines mit Sicherheit sagen: Ein Mensch, der von außen betrachtet ein perfektes Leben zu führen schien,
beschloss eines Tages, seinen Söhnen das Leben zu nehmen und nahm sich anschließend selbst das Leben. Unterdessen setzt die Polizei die Ermittlungen aus technischer Sicht fort. Es werden Gutachten erstellt, Beweise analysiert und im Rahmen der offiziellen Verfahren Zeugenaussagen gesammelt. Es ist klar, dass es nicht zu einem Gerichtsverfahren kommen wird, da der Täter seine Strafe nicht mehr verbüßen kann. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Kristen Trickle wurde am 14. August 1993 in einer Kleinstadt im Südosten von Nebraska geboren. Ihre Kindheit kann man kaum als unbeschwert bezeichnen. Ihre leibliche Mutter verließ die Familie, als sie noch nicht einmal 3 Jahre alt war. Die Frau verließ ihren Mann und ihr Kind wegen eines anderen Mannes, zog nach Kalifornien und zeigte nie Interesse am Schicksal ihrer Tochter. Kristens Vater James zog seine Tochter alleine groß und tat alles, damit es ihr an nichts fehlte. Der Mann litt jedoch an einer schweren Krankheit, die sich allmählich verschlimmerte. Und als Kristen 16 Jahre alt wurde, starb ihr Vater. Da sie keine weiteren Verwandten hatte, hätte man sie in ein Heim für Minderjährige schicken können. Zu diesem Zeitpunkt schalteten sich ihre Tante und ihr Onkel väterlicherseits ein, die im benachbarten Bundesstaat Kansas lebten. Obwohl das Paar 3 eigene Kinder großzog, äußerten sie den Wunsch, ihre verwaiste Nichte bei sich aufzunehmen und versuchten alles, um ihr ein angenehmes und glückliches Leben zu ermöglichen. Bald darauf zog sie in das Haus ihrer Verwandten ein. In ihrer neuen Familie fühlte sich Kristen nie als Außenseiterin. Ihre Tante und ihr Onkel behandelten sie wie ihre eigenen Kinder und umgaben sie mit Liebe und Fürsorge. Kristen selbst war eine gute Schülerin, besuchte Kurse in einem Kunststudio, half der Familie im Haushalt und träumte davon, Tierärztin zu werden, da sie Tiere sehr liebte. Verwandte und Freunde beschrieben sie als einfühlsam, gütig, freundlich und sehr liebenswert. Sie verlor nie den Mut, verfolgte ihre Ziele entschlossen und gab allen um sie herum Energie. Ihre Tante Minia Rice war gläubig, daher besuchten sie sonntags regelmäßig die Kirche, wo die 18-jährige Kristen einen jungen Mann namens Colby kennenlernte. Er war ein angehender Musiker und trat in einer Band auf, die während der Predigten und Gottesdienste spielte. Er war ebenfalls 18 Jahre alt. Er war ziemlich talentiert und träumte davon, in Zukunft eine erfolgreiche Musikkarriere aufzubauen. Zwischen den jungen Leuten entstand schnell eine Freundschaft, die bald in eine romantische Beziehung überging. Colby spielte Gitarre und schrieb seine eigenen Lieder, die er seiner Geliebten widmete und damit ihr Herz eroberte. Er war offen, kontaktfreudig, fröhlich, fand leicht Freunde und war die Seele jeder Gesellschaft. Nach dem Abschluss der Highschool begann sich der junge Mann ernsthaft für das Militär zu interessieren und trat in die Armee ein. Mit 18 Jahren unterzeichnete er mehrere Verträge und begann seinen Dienst in den Streitkräften der USA. In den folgenden 3 Jahren gelang es ihm, eine beachtliche militärische Karriere aufzubauen. In der Zwischenzeit hielt er den Kontakt zu Kristen aufrecht, mit der er oft telefonierte und sich Briefe schrieb. Im Alter von 21 Jahren wurde Colby unerwartet in die Reserve versetzt, kehrte nach Hause zurück und machte seiner Geliebten einen Heiratsantrag, den sie freudig annahm. Das Paar heiratete im April 2014. Die frisch Vermählten ließen sich in der Kleinstadt Hays in Kansas nieder, wo Colby das College abschloss und seine musikalische Karriere fortsetzte, wenn auch nicht sehr erfolgreich. Er trat auf kleinen Partys und lokalen Veranstaltungen auf und spielte Coverversionen bekannter Hits. Das Paar hatte 2 Hunde, die sie über alles liebten. Viele hielten ihre Ehe für rundum glücklich. Doch 5 Jahre nach ihrer Hochzeit, es ereignete sich eine schreckliche Tragödie. Es war ein düsterer Halloween-Vorabend. Am 31. Oktober 2019 gegen 4 Uhr morgens ging bei der Notrufzentrale ein alarmierender Anruf ein. Der Anrufer, der sich als Colby Trickle vorstellte, berichtete, dass seine Frau Kristen sich mit einem Revolver, der bei ihnen zu Hause aufbewahrt wurde, in den Kopf geschossen habe. Sofort wurden ein Rettungsteam sowie ein Polizeistreifenwagen, der sich gerade in der Nähe befand, zum Tatort geschickt. An der Tür empfing sie ein junger Mann, der die Polizisten hereinließ, selbst aber draußen blieb.
Er wirkte angesichts der Schwere der Situation relativ ruhig. Als die Polizisten das Schlafzimmer betraten, fanden sie die Frau auf dem Bett liegend vor. Es schien, als sei sie bereits verstorben, doch unerwartet bewegte das Opfer ihre Hand, und die Polizisten stellten einen schwachen Puls und Atem fest. Daraufhin wurde Kristen in ein anderes Zimmer gebracht, um sie für die Wiederbelebungsmaßnahmen richtig auf dem Boden zu lagern. Leider war sie trotz aller Bemühungen bis zum Eintreffen des Rettungswagens verstorben, und das medizinische Team konnte nur noch ihren Tod feststellen. Sergeant Brandon Hotman ging nach draußen und teilte Colby mit, dass seine Frau verstorben sei. Der junge Mann fragte mehrmals, ob der Beamte sich dessen sicher sei, und als er die Bestätigung erhielt, begann er zu weinen. Sein Verhalten und seine Tränen wirkten unaufrichtig. Wenige Minuten bevor Hotman auf ihn zuging, unterhielt er sich ungezwungen mit anderen Streifenpolizisten über Videospiele. Auf den ersten Blick schien es, als habe die Frau tatsächlich freiwillig beschlossen, sich das Leben zu nehmen. Doch nach der Untersuchung des Tatorts vermuteten erfahrene Ermittler, dass etwas nicht stimmte. Es war der Vorabend von Halloween, und offenbar hatte sie sich eifrig auf die Feier vorbereitet. Auf dem Tisch lagen handgefertigte Kostüme, die sie vorbereitet hatte, und in der Küche standen Schälchen mit thematisch passenden Leckereien für Kinder bereit. Die von ihr gewählte Art, sich das Leben zu nehmen, war sehr seltsam und für eine Frau untypisch, ebenso wie die Szene selbst. Sie wurde fast nackt, nur in Unterwäsche aufgefunden. Ein Kopfschuss ist für Frauen untypisch, da sie befürchten, sich zu entstellen. Kristens Gesicht war so stark verletzt, dass sie in einem geschlossenen Sarg beigesetzt werden musste. Das Merkwürdigste war die Waffe selbst. Der Revolver war zu klobig für eine so zierliche und zerbrechliche Frau. Es wäre ihr unangenehm gewesen, ihn in den Händen zu halten, und sie hätte kaum ihren Arm so drehen können, um sich in das Kinn zu schießen. Darüber hinaus verwirrte die Position der Waffe die Beamten, da sie auf dem Bauch der Frau lag und zur Seite zeigte. Der Ehemann der Verstorbenen sagte, dass er, als er begriff, was geschehen war, ebenfalls versucht habe, sich das Leben zu nehmen, indem er die Waffe nahm und sie an seine Schläfe setzte, diesen Gedanken dann aber verwarf und beschloss, den Rettungsdienst zu rufen, in der Hoffnung, seine Geliebte zu retten. Während die Polizeibeamten ihre Arbeit am Tatort fortsetzten, klingelte unerwartet das Mobiltelefon des Opfers, das auf dem Nachttisch lag, da die Verstorbene Pläne für den Morgen hatte und den Wecker gestellt hatte. Doch in der Nacht war etwas geschehen, und sie hatte beschlossen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. All dies war äußerst verdächtig, und die Ermittler vermuteten, dass sie es mit einer meisterhaft inszenierten Szene zu tun hatten. Der Witwer, der der Hauptverdächtige war, musste zur Vernehmung erscheinen, um eine Aussage zu machen. Dieser Mann erklärte sich bereit, freiwillig zur Polizeiwache zu gehen. Er war niedergeschlagen, wirkte aber nicht verzweifelt und benahm sich selbstbewusst. Er erklärte, dass seine Frau Kristen von ihrer Arbeit bei Walmart nach Hause gekommen sei. Sie hätten gemeinsam zu Abend gegessen, Videospiele gespielt und dann sei Colby ins Bett gegangen, weil er sich unwohl gefühlt habe. Kristen ging in die Küche, weil sie noch aufräumen und die Süßigkeiten für das Fest bereitstellen musste. Colby wachte mitten in der Nacht durch einen plötzlichen lauten Knall auf. Für einige Sekunden war er desorientiert. Es klingelte in seinen Ohren, und er konnte in der Dunkelheit nichts erkennen. Sobald er das Licht einschaltete, stellte er fest, dass seine Frau regungslos neben ihm lag und Blut aus ihrem Kopf floss. Er versuchte, sie wieder zu sich zu bringen, doch als er merkte, dass dies zwecklos war, griff er nach dem Revolver, setzte ihn an seine Schläfe, legte ihn dann aber auf den Körper, rief den Rettungsdienst und ging auf die Straße, um die Polizei zu empfangen. Die Abfolge und Art seiner Handlungen warfen viele Fragen auf. Warum legte er die Waffe beispielsweise auf den Bauch der Frau, anstatt sie auf den Boden, das Bett oder den Nachttisch zu werfen? Ebenso war unklar, warum er draußen auf die Polizei und die Sanitäter wartete, wenn er glaubte, dass seine Frau noch gerettet werden könne. Normalerweise versuchen Menschen in solchen Situationen, lebensrettende Maßnahmen zu ergreifen oder etwas auf die Wunde zu drücken, um die Blutung zu stoppen. Der ehemalige Soldat näherte sich seiner Frau nicht mehr und begründete dies damit, dass er unter Schock stand. Während der Polizist versuchte, erste Hilfe zu leisten, bis die Sanitäter eintrafen, kam Colby nicht herbei und erkundigte sich nicht nach der Situation.
Stattdessen unterhielt er sich auf der Straße ganz ungezwungen mit dem Streifenpolizisten über Musik und Videospiele. Als er erfuhr, dass Kristen nicht mehr am Leben war, drückte er ein paar Tränen heraus, fasste sich aber schnell wieder. Auf der Polizeiwache stellte man Colby die übliche Frage: Hatte Kristen eine Lebensversicherung? Er verneinte dies, fügte jedoch hinzu, dass er Anspruch auf einige geringfügige Auszahlungen habe. Der Mann begann mit seinen Errungenschaften zu prahlen und erwähnte, dass er im Geheimdienst gedient und an Spezialeinsätzen auf der ganzen Welt teilgenommen habe. Seine Worte klangen überzeugend, obwohl sich bald herausstellte, dass fast nichts von dem, was er sagte, der Wahrheit entsprach. Als er gefragt wurde, warum sie seiner Meinung nach zu einem so verzweifelten Schritt entschlossen sein könnte, antwortete er, dass sie seit frühester Kindheit unter langanhaltenden Depressionen gelitten habe. Er erwähnte den Verrat ihrer Mutter, den Tod ihres Vaters und ihr erzwungenes Leben im Haus ihres Onkels und ihrer Tante, die Kristen zuvor nicht einmal gekannt habe. Die Worte des Mannes klangen erneut überzeugend. Er sprach selbstbewusst und ruhig. Dennoch hatten erfahrene Ermittler das Gefühl, dass dieser Mann log und sich möglicherweise im Voraus überlegt hatte, was er sagen würde. In diesem Moment konnten sie ihm jedoch nichts vorwerfen, da es keine konkreten Beweise gegen ihn gab. Und Colby wurde freigelassen. Als Kristens Angehörige von der Tragödie erfuhren, begaben sie sich sofort ins Krankenhaus und zur Polizeiwache, um mit den Ermittlern zu sprechen und die Beerdigung vorzubereiten. Sie schlossen die Möglichkeit aus, dass sie sich freiwillig das Leben genommen haben könnte und verwiesen dabei auf ihre Religiosität, ihren regelmäßigen Kirchgang und ihre Überzeugung, dass eine solche Tat eine Sünde sei. Außerdem war Kristen laut Angaben ihrer Familie eine lebenslustige Optimistin mit ehrgeizigen Zukunftsplänen. Sie wollte ein Tierheim für heimatlose Tiere eröffnen und hatte sich zu diesem Zweck sogar eine Immobilie mit großem Grundstück ausgesucht, die sie langfristig pachten wollte. Diese Aussagen wurden bald überprüft und die Ermittler bestätigten, dass sie Verhandlungen über die Anmietung der Immobilie geführt hatte. Darüber hinaus erwartete sie eine Beförderung und versprach, ihre Schwester an deren Geburtstag Mitte Mai zu besuchen. Die Angehörigen betonten zudem, dass sie weder unter Depressionen noch psychischen Störungen litt und keine schädlichen Gewohnheiten hatte. Ein weiterer wichtiger Punkt, den sie hervorhoben, war, dass sie ihre geliebten Hunde niemals im Stich gelassen hätte. Während der Gespräche mit der Polizei vermuteten Onkel und Tante, dass Colby seine Frau kaltblütig umgebracht und alles so inszeniert habe, dass es so aussehe, als habe sie freiwillig ihr Leben beendet. Sie beschrieben ihren Mann als gewalttätigen und despotischen Menschen, der versuchte, jeden ihrer Schritte zu kontrollieren und selbst zu bestimmen, mit wem sie Kontakt haben durfte. Er geriet in Rage, wenn Kristen seine Anrufe und Nachrichten nicht sofort beantwortete. Er verbot ihr zudem den Kontakt zu ihren Verwandten und sie rief diese heimlich hinter dem Rücken ihres Mannes an. Bei ihrem letzten Besuch bei ihnen gestand Kristen, dass sie diese Behandlung nicht länger ertragen könne. Sie wollte mit ihrem Mann darüber sprechen, und wenn sich nichts ändern würde, müssten sie sich trennen. Nach Gesprächen sowohl mit dem Bestatter als auch mit den Verwandten der Verstorbenen kamen die Ermittler zu dem Schluss, dass die gerichtsmedizinische Untersuchung in diesem Fall von entscheidender Bedeutung sein würde. Die Untersuchung ergab nur ein einziges Einschussloch am Kinn. Der Schuss wurde abgegeben, als die Frau lag und der Lauf der Pistole fest an ihren Kopf gedrückt war. Es ist durchaus möglich, dass sie sich diese Verletzung selbst zugefügt hat, obwohl dies für sie äußerst unbequem gewesen wäre. An Kristens Leiche gab es keinerlei Anzeichen für einen Kampf oder Widerstand. Als die Ermittler jedoch von Verwandten erfuhren, dass Colby ein Tyrann mit kontrollierendem Verhalten gewesen sei, bestanden sie auf einer zusätzlichen Untersuchung auf Prellungen, Schürfwunden, Kratzer oder andere Verletzungen in verschiedenen Heilungsstadien. Sie stellten die Hypothese auf, dass, wenn der ehemalige Soldat seiner Frau von Zeit zu Zeit Gewalt angetan hätte, irgendwelche Spuren zurückbleiben müssten. Die Ermittler wurden jedoch enttäuscht, da außer der Schusswunde keine inneren oder äußeren Verletzungen festgestellt wurden. Die Ermittler untersuchten Colbys Persönlichkeit gründlich und stellten fest, dass er ein pathologischer Lügner war. Er log so oft und überzeugend, dass er offenbar selbst anfing, an das zu glauben, was er sagte. Es begann damit, dass er nie in Krisengebieten gewesen war und keinerlei Verbindung zum Geheimdienst hatte,
obwohl er alle bei der Vernehmung davon überzeugt hatte, dass er die Wahrheit sagte. Dieser Mann log seine Umgebung an, er habe eine erfolgreiche Musikkarriere und ein hohes Einkommen. In Wirklichkeit war in den letzten Jahren Kristen, die unermüdlich arbeitete, die Hauptverdienerin der Familie. Colby schlug sich mit Gelegenheitskonzerten durch und verbrachte den Rest seiner Zeit mit Videospielen. Trotz seines Talents fehlte es ihm an Ausdauer und Geduld, und seine Faulheit stand ihm im Weg. Die Polizei hatte einen Durchsuchungsbefehl für die Beschlagnahmung und Überprüfung der elektronischen Geräte des Paares. Diese Überprüfung ergab ziemlich interessante Ergebnisse. Auf dem Handy waren zahlreiche geplante Termine gespeichert, angefangen von Friseurterminen bis hin zu Treffen mit einem Immobilienmakler. Aus Colbys Nachrichten ging hervor, dass er mit einer anderen Frau geflirtet und sogar mit ihr geschrieben hatte, während er sich auf der Polizeiwache befand. Auf dem Laptop wurde der Suchverlauf wiederhergestellt, der zuvor gelöscht worden war. Dieser zeigte, dass kurz vor der Tragödie Suchanfragen zur Höhe der Lebensversicherungssumme im Todesfall gestellt worden waren. Dieser letzte Aspekt weckte das besondere Interesse der Polizei. Die Überprüfung ergab, dass Colby erneut gelogen hatte. Auf seine Frau war eine Police ausgestellt, bei der er im Falle ihres Todes als Begünstigter eingetragen war. Diese umfasste die Militärversicherung des Ehemanns sowie eine Standardlebensversicherung. Er hatte sogar genau berechnet, auf welche Auszahlungen er Anspruch haben würde. Trotz zahlreicher Unstimmigkeiten in dem Fall hingen die direkten Anschuldigungen der Angehörigen des Opfers gegen Colby und das Vorliegen eines eindeutigen Motivs bei ihm vom Gutachten des Gerichtsmediziners ab. In dem Dokument wurde festgestellt, dass am Leichnam keine Spuren von Gewalt vorlagen, mit Ausnahme einer Schussverletzung, woraus zu schließen war, dass die Verstorbene sich selbst das Leben genommen hatte. Der Fall wurde abgeschlossen und zu den Akten gelegt. Der Witwer erhielt alle ihm zustehenden Auszahlungen. Im Rahmen einer speziellen Versicherung für Ehepartner von Angehörigen der US-Streitkräfte erhielt er fast $1.000 und aus der Lebensversicherung mehr als $100.000. Laut Colby bestellte er, als das Geld auf sein Konto überwiesen wurde, in einem Online-Shop eine lebensechte Puppe in Lebensgröße für intime Zwecke. Außerdem kaufte er eine neue Spielkonsole, eine E-Gitarre und teure Musikausrüstung, während er den Rest für Kleidung und Unterhaltung in Bars und Restaurants ausgab. Colby genoss das Leben, scheute keine Kosten für sich selbst und glaubte aufrichtig, dass die Geschichte vorbei sei, dass es keine Beweise und somit auch keine möglichen Anklagen gebe. Es vergingen etwa 2 Jahre, bis es zu einem entscheidenden Ereignis kam. Im Sommer 2021 wurde ein neuer Bezirksstaatsanwalt ernannt, an den sich die Ermittler, die den Fall Kristen Trickle bearbeiteten, um Hilfe wandten. Sie baten um die Erlaubnis, die Ermittlungen wieder aufzunehmen und behaupteten, sie seien überzeugt, dass der Witwer seine Frau getötet habe. Als Beweismittel legten sie alle Besonderheiten und Unstimmigkeiten in dem Fall vor, wiesen auf den rekonstruierten Browserverlauf hin und hoben insbesondere die Identität des Verdächtigen hervor. Nach Sichtung der Unterlagen genehmigte der Staatsanwalt die Wiederaufnahme der Ermittlungen und im Juli 2021 wurde Colby Trickle in Gewahrsam genommen. Ihm wurde vorsätzlicher Mord 1. Grades sowie vorsätzliche Irreführung der Ermittlungsbehörden zur Last gelegt. Bei seiner Festnahme blieb er ruhig und kontaktierte umgehend seinen Anwalt, der sofort mit der Vorbereitung seiner Verteidigung begann. Colbys Verteidigung stützte sich auf das Gutachten eines forensischen Pathologen. Darin wurde behauptet, dass Kristen seit vielen Jahren an chronischer Depression litt und ihr tragischer Tod nur eine Frage der Zeit gewesen sei. Die Anwälte versuchten, ihren Mandanten als liebevollen und fürsorglichen Ehemann, tapferen Soldaten und frommen Menschen darzustellen. Die Ermittlungen drohten ins Stocken zu geraten, da sie sich weitgehend auf das medizinische Gutachten stützten. Die Staatsanwaltschaft unternahm einen beispiellosen Schritt und beauftragte erfahrene Experten damit, ein psychologisches Profil der Verstorbenen zu erstellen und ihren emotionalen Zustand unmittelbar vor der Tragödie zu analysieren. Diese ungewöhnliche Methode wurde als psychologische Autopsie bezeichnet. Ein Psychiater leistete umfangreiche Arbeit, indem er Daten von Kristens Mobiltelefon, ihre Beiträge in sozialen Netzwerken und ihre letzten Fotos analysierte sowie ihre Verwandten, Freunde und Kollegen befragte.
Die Sammlung und Analyse der Informationen dauerte mehrere Monate, doch die Schlussfolgerung der Experten war eindeutig. Angesichts ihrer kurz- und langfristigen Pläne konnte sich Kristen nicht absichtlich das Leben genommen haben. Das Gerichtsverfahren in diesem Fall begann erst im September 2023, fast 4 Jahre nach der Tragödie. Der Angeklagte hatte ein klares Motiv. Er verhielt sich verdächtig und log während der Verhöre ständig. Das Gutachten des Gerichtsmediziners sprach zunächst für ihn. Doch nun lag der Anklage ein weiterer Bericht vor, der den Verlauf des Verfahrens ändern konnte. Als Colby zu den Versicherungsanfragen auf dem Laptop befragt wurde, gab er an, dass diese wahrscheinlich von seiner Frau gestellt worden seien, da sie die Höhe der Auszahlung wissen wollte. Das Datum und die Uhrzeit der Anfrage widersprachen jedoch völlig seinen Aussagen, da bestätigt wurde, dass Kristen zu diesem Zeitpunkt bei der Arbeit war, was durch Aufzeichnungen der Überwachungskameras im Geschäft belegt wurde. Als er zu der Sexpuppe befragt wurde, die er noch vor der Beerdigung seiner verstorbenen Frau gekauft hatte, antwortete er, dass er nicht alleine schlafen könne und jemanden zum Umarmen brauche. Seine Mutter bestätigte diese Aussage und verteidigte ihren Sohn während des gesamten Prozesses vehement. Das Gutachten des Psychiaters über den emotionalen Zustand des Opfers war ausschlaggebend. Die Ergebnisse ließen keinen Zweifel daran, dass Kristen nicht vorhatte, sich das Leben zu nehmen. Außerdem enthielt der Obduktionsbericht ein merkwürdiges Detail bezüglich des Winkels der Flugbahn der Kugel. Im Gerichtssaal wurde den Geschworenen die Waffe gezeigt und der Winkel der Flugbahn demonstriert, unter dem die Kugel in das Kinn der jungen Frau eingedrungen war. Kristen war Rechtshänderin, doch die Art der Wunde deutete darauf hin, dass sie entweder mit der linken Hand geschossen hatte oder dass es jemand anderes getan hatte. Am 20. November 2023 befanden die Geschworenen Colby einstimmig in allen Anklagepunkten für schuldig und verurteilten ihn zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Bewährung frühestens nach 50 Jahren. Der Angeklagte gestand seine Schuld nie und alle seine Berufungen wurden abgelehnt. Die Änderungen in Bezug auf die Todesursache wurden jedoch nie in das medizinische Gutachten übernommen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Lori Vallow Daybell wurde 1973 in Kalifornien geboren. Sie wuchs in einer großen und harmonischen Familie auf. Lori hatte 3 Schwestern und 2 Brüder, Alex und Adam. In ihrer Kindheit hatte Lori keine besonderen Hobbys. 1992, als Lori 19 Jahre alt war, heiratete sie ihren Schulfreund. Schon während der Schulzeit waren die jungen Leute wahnsinnig ineinander verliebt. Doch zur Überraschung vieler hielt diese Ehe nicht lange. Nach einem Jahr ließen sich Lori und James scheiden. Die junge Frau trauerte nicht lange und heiratete bereits nach ein paar Jahren erneut, diesmal William. 1995 wurde Lori zum ersten Mal Mutter eines wunderschönen Jungen, den sie Rain nannte. Zunächst schien es, als wäre dies die Liebe fürs Leben. Doch als Rain 3 Jahre alt wurde, erlebte Lori erneut eine Scheidung. Im Jahr 2002, 3 Jahre später, heiratete sie zum 3. Mal. In dieser Ehe brachte Lori eine Tochter namens Tyna zur Welt, doch bereits 2 Jahre später, im Jahr 2004, reichte die Frau erneut die Scheidung ein. Diesmal gelang es Lori nicht, sich friedlich von ihrem Mann zu trennen, und die ehemaligen Ehepartner stritten sich ständig. Die Mutter der beiden Kinder beschloss, sich an ihren älteren Bruder Alex zu wenden, damit dieser sich für sie einsetzte. Sie sagte, ihr Ex-Mann beleidige sie unaufhörlich und bedrohe sie zudem. Einmal habe er sie mit einem Elektroschocker angegriffen. Loris Bruder setzte sich für seine Schwester ein, doch für ihn endete die Situation in einer Katastrophe. Alex wurde wegen der Schlägerei zu 3 Monaten Haft und 5 Jahren auf Bewährung verurteilt. Lori Vallow. Daybell war eine attraktive Frau. Sie gefiel den Männern immer, die ihr oft mehr Aufmerksamkeit schenkten, als es nötig war. Die Frau wusste, dass sie mit ihrem Charme das andere Geschlecht anzog und nutzte dies oft aus. Lori nahm sogar am Schönheitswettbewerb Miss Texas teil, zu einer Zeit, als sie ihre 3. Scheidung durchlebte. Von Natur aus war Lori freizügig. Obwohl sie sich leicht verliebte, band sie sich nie an eine einzige Beziehung. Wenn ihr plötzlich etwas nicht passte,
zog es Laurie immer vor, alles hinter sich zu lassen und zu gehen. Sie litt nicht unter Trennungen, im Gegensatz zu jenen Männern, die das Glück hatten, einmal eine Beziehung mit der Blondine einzugehen. Egoismus war das Hauptmerkmal des Charakters der attraktiven jungen Frau, denn sie spürte, dass sie ganz sicher nie allein bleiben würde. Im Jahr 2005 verliebte sich Laurie erneut in Charles, so hieß der Mann, der für seine Geliebte zu allem bereit war. Charlie war ein charmanter Mann, arbeitete zudem viel und hatte sein eigenes Unternehmen. Er war 49 Jahre alt, also viel älter als Laurie, aber optisch waren sie ein perfektes Paar. Schon ein Jahr später heirateten Laurie und Charlie, diesmal war die Frau überglücklich. Plötzlich bildete sich eine große, glückliche Familie, denn Charles hatte ebenfalls 2 Kinder aus einer früheren Ehe, 2 Söhne, Nicholas und Zack. So entstand eine große, geeinte und harmonische 6-köpfige Familie. Von außen betrachtet schien es eine ideale Verbindung zu sein. Charles, der Familienvater, verdiente gut. Er konnte alle, die mit ihm unter einem Dach lebten, vollständig versorgen, einschließlich Lauries Kinder. Im Jahr 2014 beschloss das Paar sogar, Charles' Neffen JJ bei sich aufzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt lebten die 3 erwachsenen Söhne von Laurie und Charles bereits woanders und das Ehepaar zog nur noch 2 Kinder groß, die Tochter Tyna und den Adoptivsohn JJ. Da Laurie nirgendwo arbeitete, widmete sie sich ganz der Kindererziehung, doch wie so oft begann Laurie das eintönige Leben zu langweilen. Die Frau schlug vor, lass uns nach Hawaii fahren. Denn sie hatte eine Idee für ein neues Geschäft. Der bis über beide Ohren verliebte Charles stimmte zu. Das Ehepaar packte seine Koffer und machte sich auf den Weg in ein neues Leben auf den Inseln. Laurie und Charles eröffneten ihre eigene Bar am Strand. Sie boten ihren Gästen natürliche Getränke an. Die ganze Familie genoss die glückliche Zeit, die sie dort verbrachte. Laurie und ihre Tochter begannen, wunderschöne Fotos von diesem schicken Ort am Strand zu teilen. Während ihres Aufenthalts auf der Insel begann Laurie, sich für das Lesen zu begeistern. Besonders interessierte die Blondine eine Reihe religiöser Bücher, deren Autor Chet war. Sie schaute sich um, und es kam ihr vor, als würde die Umgebung am Ufer einem paradiesischen Ort gleichen. Allmählich veränderten sich das Verhalten und die Weltanschauung der Blondine, doch damals nahm niemand Notiz davon. Im Jahr 2016 ging das Geschäft von Laurie und Charles bankrott. Dem Ehepaar blieb nichts anderes übrig, als ihre Sachen zu packen und nach Kalifornien zurückzukehren. In diesem Moment begann die glückliche Ehe nach und nach zu zerbrechen. Schon zu Hause begann Laurie sich weiterhin für die Reihe religiöser Bücher von Chet Daybell zu begeistern. Sie schienen sie gedanklich wieder an den Ort zurückzubringen, von dem sie gezwungen war, wegzugehen. Nach einiger Zeit erfuhr Laurie, dass unweit von ihrer Stadt ein Treffen mit Chet Daybell stattfinden würde, jenem Autor der religiösen Bücher. Der Mann veranstaltete Treffen für seine Anhänger und Laurie nahm ihre Freundin Melanie mit. Laurie begab sich zu dem Treffen, das den Titel Vorbereitung der Menschen trug. Während des Seminars war Laurie von Chet und seinen Erzählungen fasziniert und ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen, nach dem Vortrag auf ihr Idol zuzugehen und ihn näher kennenzulernen. Seitdem war Lauries Leben nicht mehr dasselbe. Die beiden fanden sofort eine gemeinsame Sprache und offenbar gefiel Chet die charmante Laurie auf Anhieb. Er begann sogar, seine typischen spirituellen Vorstellungen anzuwenden und sagte, dass sie in den vergangenen 7 Leben Mann und Frau gewesen seien und nun die Zeit gekommen sei, sich erneut zu treffen, diesmal in neuen Körpern. Nach dem Treffen mit ihrem Idol ging Laurie nach Hause. Doch das bedeutete nicht, dass der Kontakt zwischen den beiden abbrach. Die Blondine schrieb ständig mit Chet und hielt telefonischen Kontakt zu ihm. Nach ein paar Wochen ging Charles auf Geschäftsreise. Die Frau nutzte die Gelegenheit und lud Chet zu sich nach Hause ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Treffen keinen romantischen Unterton, da an jenem Abend Lauries Freundin Melanie sowie andere Anhänger der religiösen Lehren, die Chet verbreitete, anwesend waren. Den ganzen Abend unterhielten sich die Bekannten darüber, wie wichtig es sei, auf den Mentor zu hören und wie wichtig es sei, mit Gott zu sein. Den ganzen Abend ließ Chet seine Augen nicht von Laurie ab und verpasste keine Gelegenheit, ihr vor der ganzen Gesellschaft Komplimente zu machen. Das schmeichelte Laurie sehr. Chet Daybell unterschied sich schon immer von anderen.
Der Mann wurde 1968 geboren. Als Teenager lernte Chad Tammy kennen. Sie waren lange zusammen und heirateten, als der Mann bereits 22 Jahre alt war. Chad arbeitete zunächst als Journalist, gründete aber später sein eigenes Unternehmen. Er eröffnete einen Buchverlag. Die Hälfte der von seiner Firma veröffentlichten Bücher war religiöser Natur. Tammy und Chad hatten 5 Kinder. Eines Tages, so der Mann, sagte Gott ihm, er solle nach Rexburg im Bundesstaat Idaho ziehen, weil Chad etwas Besonderes sei und eine besondere Mission auf der Welt habe. Er gehorchte Gott und tat, wie dieser ihm befahl. Er teilte die Menschen in helle und dunkle ein. Alles um ihn herum wurde in 2 Kategorien unterteilt. Der Mann erklärte dies so: Die dunklen Menschen waren irdisch und Anhänger von Satan, während die hellen Menschen Anhänger Gottes waren. Chad erzählte Lori, dass sie ein heller Mensch sei. Mehr noch: Lori war laut Chad ein ewiges Wesen mit vielen Leben. Die Frau hatte bereits 21 Leben gelebt, von denen 5 als Blondine auf der Erde verbracht worden seien, die übrigen auf anderen Planeten. Die verzauberte Frau glaubte ihrem Idol. Mehr noch: Diese Wahrheit gefiel ihr, denn sie war laut Chad etwas Besonderes. Lori wurde buchstäblich besessen von ihrem neuen Lebensziel. Chad wurde für sie fast schon zu einem Gott. Bei einem weiteren Treffen mit Chad erfuhr Lori sogar Einzelheiten über ihre Familie. Der Mann ordnete auf der Grundlage seines Systems alle Familienmitglieder den Kategorien der hellen und dunklen Menschen zu. All dies führte dazu, dass Lori sich immer weiter vom realen Leben entfernte. Jeden Tag widmete sie sich religiösen Ideen, die anscheinend von Chad selbst erfunden waren, und Lori glaubte, dass die Welt in helle und dunkle Menschen geteilt sei. Die Dunklen nannte sie Zombies. Und die Mutter von 2 Kindern war überzeugt, dass sie tatsächlich ein ewiges Wesen sei, dessen Mission auf diesem Planeten darin bestehe, eine Gruppe von 144.000 Menschen anzuführen. Charles konnte die Veränderung bei seiner Frau nicht übersehen. Er begann oft mit ihr zu streiten und versuchte, sie aus diesem Zustand herauszuholen, doch Lori wollte nichts davon hören. Am 31. Januar musste Charles erneut auf Geschäftsreise gehen, was sein Beruf erforderte. Die Reise dauerte eine Woche. Doch nach 5 Tagen brach der Kontakt zu Lori ab, obwohl sich neben ihr auch die Kinder im Haus befanden. Der Mann machte sich große Sorgen. Charles kehrte von seiner Geschäftsreise zurück, nahm direkt am Flughafen ein Taxi und fuhr nach Hause. Wie groß war seine Überraschung, als er feststellte, dass die Schlösser im Haus ausgetauscht worden waren. Seine Sachen lagen in der Mülltonne neben dem Haus. Aber das war noch nicht alles. Alle Ersparnisse von Charles, die zu diesem Zeitpunkt etwa $35.000 betrugen, waren von seinem Konto abgehoben worden. Der Mann wandte sich sofort an die Polizei. Charles erzählte alles, einschließlich seiner vergeblichen Versuche, mit seiner Frau und seinen Kindern Kontakt aufzunehmen. Wie hatte sich Lori in letzter Zeit verhalten? Die Frau hielt sich für ein wiederauferstandenes Wesen. Außerdem hatte Lori gedroht, ihren eigenen Mann zu töten. Kurz vor der Abreise kam es zu einem Streit zwischen ihnen, bei dem Lori erklärte, dass vor ihr nicht ihr Ehemann Charles stünde, sondern jemand anderes und dass dieser andere etwas mit ihrem Ehemann gemacht und sich dann in dessen Körper eingenistet habe. Die Polizei nahm Charles' Worte natürlich nicht ernst und vermutete, dass der Ehemann seiner Frau auf diese raffinierte Weise eins auswischen wolle. Lori war verschwunden und 2 Monate lang wusste niemand, wo sich die Frau und die beiden Kinder aufhielten. In dieser Zeit reichte Charles die Scheidung ein. Später stellte sich heraus, dass die Frau in dieser Zeit nach Hawaii geflogen war, um sich zu erholen, aber niemanden darüber informiert hatte. Am 11. Juli 2019 ging bei der Polizei ein Anruf ein. Ein aufgeregter Mann teilte mit, dass er einen Mord begangen habe. Es war Loris Bruder. Bei der Polizei erzählte der Mann, dass er seine Schwester verteidigt habe, sich mit dem Angreifer gestritten und Charles dabei versehentlich erschossen habe, wobei er in Notwehr gehandelt habe. Angeblich sei Charles betrunken zu ihm nach Hause gekommen und habe während des Streits den Bruder seiner Ex-Frau mit einem Baseballschläger auf den Hinterkopf geschlagen. Alex habe daraufhin seine Pistole gegriffen und auf den Mann geschossen. Charles starb im Wohnzimmer des Hauses. Im selben Haus befanden sich auch die Kinder. Als die Polizei am Tatort eintraf, trauten sie ihren Augen nicht. Die Beamten hatten erwartet, die Anwesenden in einem durch das Geschehnis bedrückten Zustand vorzufinden,
Doch an der Tür empfing sie Lori, die völlig ruhig wirkte. Die Frau benahm sich, als wäre nichts geschehen, und als die Beamten begannen, sie zu befragen, lachte sie sogar und machte sich über das Geschehene lustig. Als die Polizei am Abend desselben Tages wegfuhr, beschloss Lori, eine Party im Haus am Pool zu veranstalten. Während der Befragung von Loris Bruder Alex durch die Polizeibeamten fiel ihnen eine Unstimmigkeit auf. Der Mann versicherte, dass der Täter ihn mit einem Schläger auf den Hinterkopf geschlagen habe, doch bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass die Wunden viel zu klein waren, als dass ein Mann wie Charles, der mehrere Jahre Baseball gespielt hatte, einen so schwachen Schlag hätte ausführen können. Alex engagierte sofort einen guten Anwalt und der Mann wurde bereits am nächsten Tag unter Vorbehalt weiterer Ermittlungen freigelassen. Ebenfalls an diesem Tag schrieb Lori SMS-Nachrichten an die erwachsenen Söhne von Charles, Nicholas und Zachariah, dass ihr Vater verstorben sei. Die Frau machte sich nicht einmal die Mühe, ihre Verwandten anzurufen, da sie entschied, dass die Nachricht allein ausreichen würde, damit die Verwandten anreisen und die Beerdigung organisieren könnten. Auch Charles' Ex-Frau informierte sie auf diese Weise. Nach einiger Zeit beschloss Lori, zusammen mit den Kindern, ihrer leiblichen Tochter Tylee und ihrem Adoptivsohn JJ nach Rexburg, Idaho zu fliegen, wo Chet mit seiner Familie lebte. Damit war die Geschichte dieser schrecklichen Ereignisse jedoch noch nicht zu Ende. Anfang September meldete Lori JJ in der Schule an, doch aus irgendeinem Grund meldete sie ihre Tochter Tylee dort nicht an. Am 8. September machte sich die Frau zusammen mit den Kindern auf den Weg in den Nationalpark. Ihr leiblicher Bruder Alex begleitete sie. Alle Familienmitglieder wirkten glücklich, doch es war das letzte Mal, dass Tylee lebend gesehen wurde. Am nächsten Tag verschwand Tylee, doch überraschenderweise meldete Lori dies nicht der Polizei, da Lori erst kurz zuvor mit den Kindern in einen neuen Bundesstaat gezogen war. Niemand aus dem engen Umfeld bemerkte ihr Verschwinden. JJ ging am nächsten Tag zur Schule. Etwa 2 Wochen lang besuchte der Junge den Unterricht und nichts deutete auf Unheil hin. Eine Überwachungskamera auf der Straße filmte, wie JJ mit Nachbarsjungen im Hof Fußball spielte. Wie im Fall von Tylee war dies auch das letzte Mal, dass der Junge lebend gesehen wurde. Am 23. September rief Lori in der Schule an und teilte mit, dass JJ den Unterricht nicht mehr besuchen werde. Auf die Frage des Lehrers, warum die Mutter diese Entscheidung getroffen habe, antwortete Lori, dass sie wolle, dass ihr Sohn zu Hause unterrichtet werde. Niemand sah die Kinder mehr. Nach einigen Monaten begannen Verwandte und Freunde, die zwar in einem anderen Bundesstaat lebten, sich um das Schicksal der Kinder zu sorgen, denn Lori hatte sich zwar gelegentlich gemeldet, während über Tylee und JJ nichts bekannt war. Wenn man Lori nach dem Schicksal der Kinder fragte, antwortete sie knapp, dass es ihnen gut gehe. Und wenn die Großeltern von Tylee oder JJs Großeltern baten, mit ihnen per Videotelefonie zu sprechen, sagte Lori: „Ich weiß nicht, wo meine Kinder gerade sind. Ich glaube, sie sind bei Freunden oder auf einem Schulausflug." Am 9. Oktober fuhr Chets Ehefrau Tammy vor ihr Haus. Die Frau parkte und ging zum Kofferraum, um die eingekauften Lebensmittel herauszuholen, als plötzlich ein maskierter Mann von hinten auf sie zukam. Als sich Tammy umdrehte, sah sie den Fremden und begann zu schreien. Der Mann schaffte es ein paar Mal zu schießen, verfehlte sie jedoch. Aus Angst floh der Täter. Tammy erzählte ihren Freunden von dem Überfall, ging aber nicht zur Polizei. 10 Tage später wurde Tammy tot in ihrem Bett aufgefunden. Ihr Ehemann rief die Polizei an und teilte mit, dass er seine Frau leblos im Bett gefunden habe und sie wahrscheinlich im Schlaf gestorben sei. Äußerlich sah der Tod tatsächlich wie ein natürlicher aus, doch den Behörden wurde vorgeschlagen, eine Obduktion durchzuführen, um ein detaillierteres Bild des Geschehens zu erhalten. Da der Mann tiefgläubig war, hatte er das Recht, die Obduktion abzulehnen, und er machte davon Gebrauch. Die Behörden waren gezwungen, die Ablehnung des Mannes zu akzeptieren. Danach trauerte er nicht lange und 2 Wochen später flogen Lori und Chet nach Hawaii, wo sie Mann und Frau wurden. Das frisch vermählte Paar veröffentlichte auf Facebook ihre glücklichen Hochzeitsfotos, auf denen sie ganz in Weiß am Ufer des Pazifiks zu sehen waren. Kinder waren nicht dabei. Nach diesem unerwarteten Ereignis beschloss die Polizei, diese Leute genauer zu beobachten. Nachdem das frisch vermählte Paar nach Hause zurückgekehrt war, verhielten sie sich weiterhin nicht weniger seltsam.
Auf die Frage von Verwandten, wo Tylee oder JJ seien, antwortete Chad, dass Lori niemals eine Tochter gehabt habe, während Lori selbst sagte, dass ihre Tochter bereits vor einigen Jahren verstorben sei. Da der Junge im September in der Schule angemeldet war und laut Unterlagen als im Bundesstaat wohnhaft galt, beschloss die Polizei im November, eine Überprüfung der Schulbesuche von JJ durchzuführen, und die Beamten machten sich auf den Weg nach Hause, um das Kind zu besuchen. Lori öffnete die Tür und antwortete mit ihrer gewohnten Gelassenheit, dass ihr Sohn nicht zu Hause sei. Angeblich sei der Junge mit ihrer Freundin Melanie nach Arizona gegangen. Als die Polizei Melanie ausfindig machte und sie zu JJ befragte, war sie überrascht. Melanie antwortete, sie habe den Jungen seit mehreren Monaten nicht gesehen. Mehr noch, kurz vor dem Besuch der Polizei habe angeblich Lori sie angerufen und sie gebeten, die Behörden zu belügen und zu sagen, dass JJ bei ihr sei. Die Polizei erklärte erhöhte Bereitschaft, da sie vermutete, dass die Sache keineswegs sauber sei. Bereits am nächsten Tag begaben sich die Polizisten, bewaffnet mit einem Durchsuchungsbefehl, zu Loris und Chads Haus, doch die beiden waren nicht zu Hause. Es stellte sich heraus, dass das Paar plötzlich weggeflogen war. Daraufhin meldete die Polizei die beiden Kinder offiziell als vermisst. Die Strafverfolgungsbehörden mussten ohne deren Erlaubnis in Loris und Chads Haus eindringen. Sie beschlagnahmten Computer, Tagebücher und Telefone, alles, was auch nur den geringsten Hinweis auf den Verbleib der beiden Kinder liefern konnte. Es wurde bekannt gegeben, dass, sollten sie sich nicht innerhalb von 5 Tagen bei der Polizei melden, sie unter dem Vorwurf der direkten Beteiligung am Verschwinden der Minderjährigen verhaftet würden. Am 12. Dezember 2019 starb plötzlich Loris' Bruder Alex, der seine Schwester ihr ganzes Leben lang vor den Angriffen ihrer Ex-Ehemänner beschützt hatte. Bei dem Mann wurden nach der Obduktion Blutgerinnsel gefunden. Da Lori die Kinder nicht innerhalb der festgelegten Frist vorzeigte, wurde sie am 20. Februar 2020 verhaftet. Doch selbst die Verhaftung der Frau trug immer noch nicht dazu bei, die Wahrheit über den Verbleib der beiden minderjährigen Kinder herauszufinden. Niemand wusste, wo sich Tylee und JJ derzeit befanden und was mit ihnen geschehen war. Mehrere Monate lang gelang es der Polizei nicht, von der Mutter die Wahrheit zu erfahren. Lori erzählte ständig Lügen und schwieg manchmal einfach. Am 9. Juni 2020 kam die Polizei mit einem Durchsuchungsbefehl zur Durchsuchung von Chads Haus. Mehr als 3 Stunden lang suchten die Beamten nach dem kleinsten Hinweis. Es gelang ihnen, etwas Schreckliches zu entdecken. Neben seinem Schuppen hinter dem Haus fanden Polizeihunde eine kleine Leiche und Überreste. Mit Hilfe von Untersuchungen und DNA-Analysen konnte bestätigt werden, dass es sich um die Leichen von JJ und Tylee handelte. Endlich hatte man etwas gefunden, doch für die Angehörigen und Freunde war dies keine gute Nachricht. Die Familie hatte bis zuletzt gehofft, dass es den Kindern gut gehen würde. Chad Daybell versuchte zu fliehen, wurde jedoch bereits am nächsten Morgen um 11 Uhr gefasst. Dem Mann wurde Anklage wegen Verschleierung einer Straftat und Fälschung von Beweismitteln erhoben. Derzeit befinden sich Lori Vallow Daybell und Chad Daybell im Gefängnis. Doch damals war ihr Prozess erst für 2023 angesetzt. Zeugenaussagen zufolge begann Lori, die Kinder nach ihrem Verschwinden als Zombies und dunkle Wesen zu bezeichnen. Und obwohl die Ermittlungen noch liefen, könnte genau dies der Grund dafür gewesen sein, dass die Mutter beschloss, ihren Kindern so etwas anzutun. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.